Alabaster wurde für künstlerische Zwecke in Europa zwischen 14. und 18. Jahrhundert besonders oft verwendet. Aus diesem Material hat man vor allem kleine Statuetten sowie verschiedene Elemente der Kirchenausstattung, wie Altarretabel, Kanzeln oder Grabdenkmäler hergestellt. Der Werkstoff für diese Kunstwerke stammte aus den historischen Vorkommen, die man von England bis nach Sizilien und von Spanien bis in die Ukraine findet. Alabaster wurde so gerne im Hinblick auf seine warme, weiße Farbe, auf seine Ähnlichkeit zum prestigeträchtigen Marmor sowie wegen seiner besonderen Weichheit, die dazu führt, dass sich das Material relativ einfach bearbeiten lässt, gerne von Bildhauern verwendet. Im Gegenteil zum Marmor, dessen Bearbeitungstechniken seit der Antike gut dokumentiert und untersucht sind, ist über die Spezifika der bildhauerischen Arbeit mit Alabaster wenig bekannt. Das interdisziplinäre Projekt Materianet hat sich vorgenommen, diese Lücke zu schließen. Das Material Alabaster, mit dem wir uns in dem Projekt Materianet so intensiv beschäftigen, ist für den Geologen nichts anderes als das relativ verbreitete Mineral Gips oder sein wasserfreier Bruder Anhydrit. Diese Mineralien können Lagen bilden, Bänke, wie wir das im Hintergrund sehen, oder aber auch Knollen, wie die Pflaumen im Pudding, die in den tonigen Mergelgesteinen stecken. Das ist also eine dieser typischen Alabasterknollen, die man halt in Mergeln findet. Alabaster als Bildhauermaterial hat eine absolute Sonderstellung. Einerseits ist Alabaster überhaupt nicht wetterbeständig als Stein. Zum anderen lässt sich Alabaster mit quasi jeder Art der klassischen Bildhauerwerkzeuge bearbeiten. Da sich das Material Alabaster so vielfältig bearbeiten lässt, kann man sehr gut am Beispiel des Petrus- und Paulus-Altars in der Stiftskirche beobachten. In dem Hauptrelief sehen wir, wie ein Bildhauer von einer fast vollplastischen Skulptur im Vordergrund über halbplastische Figuren bis in das flache Relief übergehen kann. Auch die architektonischen Elemente des Altars sowie die ornamentale Verzierung sind in demselben Material in Alabaster ausgeführt. Hier stellt sich die Frage, wie wurden solche bildhauerische Effekte erzielt? Welche Werkzeuge nutzten die Bildhauer? Zur Technik der historischen Alabaster-Skulptur hat man wenig bis gar keine schriftliche Quellen. Und unsere Möglichkeit, uns der historischen Technik zu nähern und dem Werkzeuggebrauch zu nähern, ist die Suche und das Interpretieren von Werkzeugspuren an der historischen Alabaster-Skulptur. Und das haben wir im Rahmen unseres Forschungsprojektes jetzt relativ intensiv gemacht und konnten da zum einen sehr viele regionale Unterschiede feststellen und konnten aber auch sehen, dass der Alabaster aus ganz unterschiedlichen bildhauerischen Richtungen verarbeitet wird. Also sowohl Holzbildhauerwerkstätten als auch Miniaturen- oder Steinbildhauerwerkstätten. Aber natürlich ist auch davon auszugehen, dass es reine Alabasterwerkstätten gab, die sich ausschließlich auf Alabaster spezialisiert haben und trotzdem auch ganz unterschiedliches Werkzeug verwendet haben. Im Verlauf unseres aktuellen Forschungsprojekts habe ich ganz viele verschiedene Alabaster-Sorten und natürlich auch alle unterschiedlichen Werkzeuge, die mir zur Verfügung stehen, ausprobieren können. Und es war und ist unglaublich spannend, wie ich mich da der historischen Alabaster-Skulptur und dem Verständnis der historischen Arbeitsweise nähern konnte. Um die Beobachtungen an historischen Skulpturen zu überprüfen, wird in dem Projekt experimentell die Bearbeitung des Materials mit zwei Werkzeuggruppen rekonstruiert, dem Stein- und dem Holzwerkzeug. Hier werden Etappen der Bearbeitung einer Alabasterknolle in der typischen Reihenfolge der verwendeten Werkzeuge sowie ihre typischen Spuren gezeigt.
Mein eigener Zugang zur Alabasterskulptur aus der Holzbildhauerei raus ist, auch wenn man die historische Alabasterskulptur betrachtet, gar nicht untypisch. Als prominentes Beispiel möchte ich hier die Riemenschneider-Werkstatt anführen. Tilman Riemenschneider und seine Werkstatt, die vor allem bekannt sind natürlich für die Holzbildwerke, haben andererseits auch ganz klassische Steinbildhauerei gemacht, Sandstein, Marmor, Kalkstein verarbeitet. Und dann gibt es in der Riemenschneider-Werkstatt wenige Alabasterskulpturen, die erhalten sind, an denen ich beim Untersuchen und wir jetzt im Rahmen des Forschungsprojektes nur Spuren von klassischem Holzbildhauerwerkzeug finden konnten, was ganz spannend ist, weil in der Riemenschneider-Werkstatt ja auch Steinwerkzeug vorhanden war. Die Ergebnisse der Rekonstruktion werden digital dokumentiert und mit den Werkzeugspuren an den historischen Werken verglichen. Auf diese Weise wird zum ersten Mal ausführlich die Transformation einer Alabasterknolle in ein Kunstwerk dokumentiert, was zum besseren Verständnis der Spezifika dieses Materials und seiner künstlerischen Verwendung beiträgt.